Jetzt geht es um die Kartoffel. Die Kartoffel ist auch ein super Heilmittel. Und wenn ich jetzt fragen würde, wer von euch hat gerade eine Kartoffel im Haus, dann würden wohl alle nicken, weil eine Kartoffel hat man eigentlich immer da. Deswegen ist es auch gut zu wissen, wofür man die Kartoffel anwenden kann. Die Kartoffel ist ein super Wärmespeicher, und zwar ein feuchter Wärmespeicher, und ist deswegen auch viel effektiver wie jetzt ein trockener Wärmespeicher. Sie lässt einen schnell ins Schwitzen kommen. Sie wirkt schmerzlindernd und auch entgiftend. Sie kann den Husten lindern, also man macht auch Wickel draus. Ich spreche jetzt hier über die Wickel. Und auch bei Bronchitis ist das ganz gut. Dann, wenn man sie isst, kann sie auch eine wassertreibende Wirkung haben. Früher gab es ja noch gar keine Wassertabletten, und dann hat man oft herzkranken Patienten zum Abendessen nur Gschwelde gegeben, also Pellkartoffeln ohne Salz. Und die haben dann das ganze Wasser aus dem Körper gezogen. Ja, dadurch wurde die Ausscheidung deutlich verbessert. Ja, die Kartoffel, den Wickel, den ich jetzt vorstelle, den kann man bei verschiedenen Problemen anwenden. Der hilft gut bei Rückenschmerzen, aber auch bei Nackenverspannungen, bei Gelenkserkrankungen, vor allen Dingen bei Abnutzungen wie Arthrose, aber auch bei Husten und Bronchitis und bei Halsschmerzen. Für einen Wickel braucht man 4 bis 6 gekochte Kartoffeln, also heiß, die sind noch heiß, die dampfen noch schön. Und dann nehme ich auch hier ein Haushaltspapier. Für einen großen Wickel kann ich natürlich auch 2 Tücher nehmen. Also wenn das jetzt gekochte Kartoffeln wären, lege ich die da drauf und mache wieder ein Tuch oben drauf, und dann zerdrücke ich die. Dieses Haushaltspapier ist einfach gut, weil viel Stärke austritt. Ihr wisst ja, Kartoffeln sind sehr stärkehaltige Nahrungsmittel, und wenn ich das direkt jetzt in ein Geschirrtuch tun würde, dann wäre das nachher einfach schwer, wenn ich dann den Wickel abnehme, die ganze Kartoffelmasse da wieder rauszubekommen. Und so ist es eine saubere Sache. Ich nehme dann einfach das ganze Päckchen weg und kann es dann am Schluss einfach entsorgen. Ja, also ich zerdrücke die Kartoffeln, packe das hier in mein Haushaltspapier, und dann wird die Kartoffelkompresse direkt, also oft nimmt man es ja bei Bronchitis, auf den nackten Körper gelegt. Hier ist es ganz wichtig, dass man bei Kindern besonders darauf achtet, dass es nicht zu heiß angelegt wird. Man unterschätzt die Kartoffeln und die Kompresse, und oft merkt man das dann auch erst, wenn die Kompresse drauf ist, dass es doch heiß ist. Wir können, wenn wir Temperatur beurteilen, einfach nicht auf unsere Hand vertrauen. Die ist schon abgehärtet, die ist mehr gewöhnt. Deswegen kann man den Wickel sich an die Wange legen oder auch hier an die Unterseite vom Arm. Da sind wir noch sensibler, und dann können wir so gucken, wenn uns hier die Temperatur gut tut, dann können wir das auch gut auf die Brust zum Beispiel auflegen. Ja, dann wird das ganze Kartoffelpäckchen eben auf die Brust gelegt, darüber wieder ein Baumwolltuch. Ich würde auch wieder einfach ein Geschirrhandtuch nehmen, das muss gar nichts Besonderes sein, und oben drüber dann noch ein dickes Handtuch, damit es schön warm bleibt. Man könnte da zusätzlich auch noch eine flach gefüllte Wärmflasche auch noch drauf geben, und dann wird man sich ins Bett legen und mit dem ganzen Wickel einfach ruhen. Und der darf so lange drauf bleiben, wie es als wohltuend empfunden wird. Danach nimmt man den ab und kann auch da die Haut, die ist manchmal ein bisschen trocken nach dem Kartoffelwickel, vielleicht noch mal mit ein bisschen Olivenöl einreiben und leicht einmassieren, und dann war es das schon mit dem Kartoffelwickel. Man kann auch Kartoffelmehl benutzen, das bei Hautausschlägen oder bei Jucken, dann wird es einfach aufgestäubt wie ein Puder. Man kann auch die rohe Kartoffel nehmen, so wie ich sie hier habe, und kann einfach eine Kartoffelscheibe abschneiden, eine dünne Scheibe, und daraus eine Kartoffelauflage machen. Das ist ganz gut bei Insektenstichen oder auch bei Wespenstichen, bei Mückenbissen kann man eben die rohe Kartoffel auflegen. Und was ihr sicherlich alles kennt, ganz altbewährt schon, ist der Kartoffelbrei bei Magen-Darm-Problemen, weil der zieht aus dem Verdauungstrakt alle Gifte mit sich und ist da besonders gut. Ihr seht, Kartoffeln sind immer zur Hand zu Hause, und jetzt wisst ihr auch, wo ihr sie einsetzen könnt. Viel Spaß damit!